Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Heute ist der 1. September und dieser Tag ist in der magischen Szene bekannt für Back to Hogwarts. Daher möchte ich euch heute mitnehmen, nicht nur nach Hogwarts, sondern in die magische Welt der Harry Potter Studios in Tokio. Die Warner Bros. Studio Tour Tokyo The Making of Harry Potter hat am 16. Juni 2023 eröffnet und wir waren dort bereits am 1. Juli, also knapp 2 Wochen nach der Eröffnung. Und ja, das Editieren des Videos hat wieder lange gedauert, es tut mir leid. Leider musste ich jetzt beim Schneiden auch feststellen, dass der Ton bei allen Aufnahmen kaputt ist, warum auch immer. Daher müsst ihr mit einem Voice-Over leben. Die Harry Potter Studio Tour befindet sich in Toshimaen in Tokio. Sie gilt als größte Harry Potter Indoor-Attraktion der Welt und ich möchte euch einen Einblick geben. Nach einem Einführungsvideo darf man die große Halle von Hogwarts betreten und danach alles frei erkunden. Es gibt so unendlich viel zu sehen und auszuprobieren, seien es die originalen Requisiten und Kostüme, Filmsets und mehr. So könnt ihr zum Beispiel selbst zu einem magischen Bild werden, beim Quidditch jubeln oder etwas zaubern. Aber seht selbst. Nun kommen wir zum verbotenen Wald, der so dunkel, doch etwas gruselig ist. Erst trifft man auf Hagrid, dann aber auch auf Dementoren und jede Menge Spinnen.
Nach all der Lauferei und Zauberei wird man natürlich hungrig und so ist es perfekt, dass sich etwa in der Mitte der Tour das Backlot Café sowie ein Butterbierstand befindet. Dort gibt es verschiedene Speisen und Getränke zum Ausprobieren und es ist auch super, um eine kleine Pause einzulegen. Und weiter geht es. Draußen befindet sich ein großes Zauberschachspiel, der Bus der fahrende Ritter und einige andere Fotospots, bis ihr dann weiter zum Hogwarts Express kommt und auch in die magische Welt der Tierwesen eintauchen könnt. Nachdem man sich das große Modell von Hogwarts ansehen konnte, kommt der gefährliche Teil, der Merchandise Shop. Den könnt ihr auch schon besuchen, bevor ihr eure Tour beginnt. Dort gibt es einfach alles Mögliche und auch Unmögliche zu kaufen. Also passt auf eure Portemonnaies auf.
zum Abschluss unserer 6 Stunden vor Ort haben wir noch eine Snackpause im Schokofrosch-Café gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet einen kleinen Eindruck erhalten. Natürlich ist das Beste, ihr besucht die Studio-Tours selbst. Lasst meinem Video gerne einen Daumen hoch da und schreibt einen Kommentar. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann lasst mir auch ein Abo da. Bis zum nächsten Mal!